Der Morgen in der afrikanischen Savanne beginnt mit sanftem, weißem Sonnenlicht, das das goldene Gras und die noch wassergesättigten Sümpfe in einen warmen Schein taucht. Zwei erfahrene Parkranger, Daniel Okoro und Lukas Meyer, fahren langsam mit ihrem Streifenwagen durch das ihnen seit Jahren vertraute Gebiet. Sie haben Tod, Jagd und sogar die brutalsten Momente der Wildnis miterlebt. Doch an diesem Morgen veranlasste eine seltsame Bewegung vor ihm Daniel instinktiv dazu, voll auf die Bremse zu treten und die Augen anzustrengen, um etwas zu sehen. Mitten im schlammigen Sumpf bewegte sich eine große Gestalt schwach, woraufhin beide den Atem anhielten und schwiegen. Lukas erkannte, dass es sich um einen alten männlichen Löwen handelte, dessen Körper dünn und abgemagert war und der halb im schwarzen Schlamm versunken war. Der Löwe atmete schwer und unregelmäßig, als ob jeder Atemzug ihn sein letztes Quäntchen Energie kostete. Doch was dann folgte, ließ die beiden Ranger ihren Augen wahrlich nicht trauen. Zwei ausgewachsene Elefanten standen nah bei dem Löwen, ihre massigen Körper hoben sich deutlich vom dunklen, sumpfigen Hintergrund ab. Es herrschte keine Feindseligkeit, kein Chaos, nur eine seltsame Konzentration, die die Szene umgab. Ein Elefant trat vor und senkte langsam seinen langen Rüssel nahe an die schlammige Mähne des Löwen. Der Rüssel schlang sich sanft um die Schultern und den Hals des Löwen, nicht fest zudrückend, nicht grob, sondern kontrolliert und vorsichtig. Der verbliebene Elefant stand etwas abseits und stützte sich mit seinem Körper ab, um zu verhindern, dass der Löwe wieder in die tiefe Schlammgrube zurückrutschte. Daniel spürte einen Schauer über den Rücken laufen, als er merkte, dass die beiden Elefanten wie ein professionelles Rettungsteam zusammenarbeiteten. Lukas flüsterte, er habe noch nie einen Elefanten mit solch einer Präzision und Sanftmut agieren sehen. Nach und nach sammelten die beiden Elefanten ihre Kräfte, ihre gewaltigen Muskeln spannten sich unter ihrer dicken, dunkelgrauen Haut an. Der Schlamm grollte heftig, als der Körper des Löwen langsam aus dem tödlichen Sumpf gezogen wurde. Das dunkle Wasser sickerte zurück in die tiefe Grube und hinterließ eine lange Schlammspur, die an dem gebrechlichen Körper des alten Mannes haftete. Der Löwe leistete keinen Widerstand, brüllte nicht, er ließ sich einfach wegschleifen. Seine trüben Augen öffneten sich langsam, sein Blick müde, als hätte er sein Schicksal längst akzeptiert. Als der Löwe mit seinem ganzen Körper festeren Boden unter den Füßen hatte, blieben die beiden Elefanten stehen. Sie blieben einige Sekunden lang stehen, als wollten sie sich vergewissern, dass das andere Leben der Schlammfalle entkommen war. Ohne sie erneut zu berühren oder sie allzu lange zu beobachten, drehten die beiden Elefanten langsam ihre Köpfe. Schwere Schritte drangen aus dem Sumpf und hinterließen große, tiefe Fußabdrücke im nassen Boden. Der Löwe lag regungslos da, nach Luft schnappend, sein dünner Körper mit Schlamm bedeckt. Die beiden Ranger verharrten regungslos, niemand wagte es, diesen heiligen Moment zu stören. Daniel erkannte, dass der Löwe ohne die beiden Elefanten längst ertrunken wäre. Doch nun, obwohl es gerettet wurde, hängt dieses Leben noch immer am seidenen Faden. Die beiden Elefanten verschwanden allmählich in der Savanne, ohne zurückzublicken. Sie gingen, als sei ihre Mission erfüllt, und überließen den Rest dem Schicksal und der Menschheit. Daniel und Lukas stiegen aus dem Auto und näherten sich dem Löwen mit vorsichtigem Respekt. Schon aus wenigen Metern Entfernung konnten sie den Geruch von Schlamm, Verwesung und die allgegenwärtige Erschöpfung deutlich wahrnehmen. Bei näherer Betrachtung bemerkte Daniel, dass die Zähne des Löwen fast vollständig abgenutzt waren, ein deutliches Zeichen hohen Alters. Sein Körper war abgemagert, die Hüftknochen deutlich sichtbar, und seine Mähne war lückenhaft und dünner geworden, weil er jahrelang nicht die Kraft zum Jagen gehabt hatte. Lukas murmelte, der Löwe habe zu lange in einer Welt gelebt, in der es keinen Platz mehr für ihn gebe. Wenn wir gehen, wird der Löwe hier sterben, selbst wenn wir ihn aus dem Sumpf ziehen. Ohne lange Diskussion trafen die beiden Ranger schweigend ihre Entscheidung. Sie riefen um Notfallhilfe und baten um Anästhesiegeräte und einen Spezialkrankenwagen. Während des Wartens befeuchtete Daniel Nase und Maul des Löwen mit sauberem Wasser, um ihm das Atmen zu erleichtern. Nachdem ein leichtes Betäubungsmittel injiziert worden war, entspannte der Löwe allmählich seinen angespannten Körper. Die beiden Ranger begannen langsam, den Schlamm aus den Augen, Ohren und der Mähne des Löwen zu waschen.
Der Schlamm wurde weggespült und gab das vernarbte Gesicht eines ehemaligen Herrschers der Steppe frei. Die Wildheit war verschwunden, ersetzt durch die Müdigkeit und Resignation des Alters. Der Löwe wurde vorsichtig in das Fahrzeug gehoben, sein schwerer Körper lag still auf der Trage. Das Auto tauchte aus dem Sumpf auf und hinterließ lange Reifenspuren und eine bedrückende Stille. Daniel warf einen Blick in den Rückspiegel und sah, wie der Sumpf allmählich hinter dem gelben Gras verschwand. In seiner Vorstellung sah er 2 Elefanten, die wortlos davongingen. Lukas blieb die ganze Fahrt über still, seine Hände umklammerten das Lenkrad fest. Beide begriffen, dass sie mehr als einen Löwen bei sich trugen. Es ist vielmehr das Ende eines wilden Lebens, das nun zu Ende geht. In der Rangerstation führten 2 Tierärzte umgehend eine gründliche Untersuchung des alten Löwen durch. Die Ergebnisse zeigten keine schwerwiegenden Verletzungen, lediglich ein paar kleinere Kratzer durch Schlamm und scharfes Gras. Allerdings haben sich die inneren Organe aufgrund des fortschreitenden Alterns deutlich verschlechtert und die Muskeln sind verkümmert. Der Arzt kam zu dem Schluss, dass der Löwe bei einer Freilassung in die Wildnis nicht lange überleben würde. Die Entscheidung wurde kurz darauf getroffen und niemand erhob Einspruch. Der Löwe wird in einem naturnahen Gehege gehalten, wo er sicher ist und medizinisch versorgt wird. Zur Stabilisierung des alternden Körpers werden gesundheitsfördernde Medikamente injiziert. Als der Löwe wieder zu Bewusstsein kam, wurde er in ein geräumiges Gehege mit Gras, Schatten von Bäumen und Sonnenlicht gebracht. Es öffnete langsam die Augen und betrachtete die Stille um sich herum. Kein Blutgeruch mehr, kein Überlebensdruck mehr, der jeden Atemzug nach Luft schnappen lässt. Am Nachmittag fiel das sanfte goldene Sonnenlicht auf die Mähne des Löwen, deren Farbe eine ruhige Nuance hatte. Der Löwe legte sich am Fuße des Baumes nieder, sein Atem ging langsam und gleichmäßig. Daniel stand in einiger Entfernung und spürte sichtlich den seltenen Frieden dieses Augenblicks. Lukas nahm seinen Hut ab und neigte den Kopf, als wolle er einem alternden König Respekt erweisen. In der Ferne setzten die beiden Elefanten ihre Reise durch die weite Savanne fort. Sie werden niemals erfahren, dass eine kurze Handlung das Schicksal eines Lebewesens verändert hat. Die Natur kann manchmal grausam sein, aber sie weiß auch, wie man sich vor dem Leben verneigt. An diesem Tag spielten die Menschen nicht die Rolle von Herrschern, sondern verkörperten einfach den Geist des Mitgefühls. Der alte Löwe kehrte nicht auf den Thron zurück, sondern verbrachte seine letzten Tage in Frieden. Und inmitten der weiten Prärie lebt diese Geschichte still und leise als eindringliche Mahnung fort.